Bist du in deiner Schulzeit, in deiner Studienzeit oder in deinem Arbeitsleben auch öfter mal ins Straucheln geraten? Hat dich dein innerer Schweinehund oftmals eingeholt? Hattest du zu viel zu tun und keine Ahnung, wo du anfangen sollst und wie du deine Zeit richtig einteilst? Das muss bei deinen Kindern doch besser funktionieren. Da hätten wir eine Idee für dich. Im Gegensatz zu Montessori ist der Dalton-Plan eine relativ unbekannte reformpädagogische Schulform. Der Dalton-Plan sieht den Menschen als ein freies, kreatives Wesen und spricht den Schülerinnen viel Eigenverantwortung zu. Statt starrem Frontalunterricht und einem strikten Stundenplan, der aus kleinen und voneinander isolierten Einheiten besteht, die keine Flexibilität ermöglichen, zielt die Dalton-Pädagogik auf eine Individualisierung der Schularbeit ab. Das heißt, Lernen in individuellem Rhythmus. Doch wie soll das funktionieren, ohne dass Chaos entsteht? Und zwar mit Assignments. Das sind schriftliche Arbeitsbeschreibungen, die sich am Lehrplan orientieren. Sie erlauben die Abkehr vom klassischen Organisationsprinzip der Schule. Die Schülerinnen und Schüler können frei über ihr Lernziel verfügen. Als Orientierungshilfe dient die Verpflichtung zur Erfüllung bestimmter Wochen- und Monatspensa. Bei manchen gibt es auch Verträge. Die sind in der Regel auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zugeschnittene Lernpläne. Die Arbeit an Assignments gleicht einem Verhaltenstraining für die Selbstmotivation und Instruktion. Die Arbeitsanleitungen selbst lädt den Schüler und die Schülerin, die Arbeit selber zu planen und jeden Fortschritt selbst zu verstärken. Dadurch kann jedes Kind seinem Leistungsstand entsprechen und seinem Arbeitstempo entsprechend arbeiten. Um den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren, fertigen Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler Diagramme und Berichte an. Bei der Arbeit mit den Assignments achten Lehrende von Beginn an darauf, dass die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für den Zusammenhang zwischen Qualität und Qualität der geleisteten Arbeit entwickeln. Qualität und Quantität der geleisteten Arbeit. Die Kinder erhalten keinerlei Prämierung für schnelles Arbeiten. Aber nicht nur durch die Stundenpläne wird selbstständiges Arbeiten und Zeitmanagement gefördert, sondern auch durch die Lernumgebung. In Dalton-Schulen gibt es sogenannte Laboratories als Arbeitsräume, deren zentrale Aufgabe es ist, eine selbstständige Arbeitsweise zu fördern. Die Kombination von Facharbeitsräumen und Assignments ähnelt einer Kinderuniversität. Doch wie wird dein Kind dadurch zum Zeitmanager oder zur Zeitmanagerin? Schreibt man den Lehrenden die Kompetenz zu, planvoll und verantwortungsbewusst mit der verfügbaren Zeit umzugehen, so unterstreicht man damit ihre Selbstständigkeit. Der Dalton-Plan fördert den selbstständigen Umgang mit Räumlichkeiten und Materialien, angemessene Auswahl von Lernaktivitäten und Lernzielen, die Fähigkeit, realistische Arbeitspläne zu entwickeln und sie gegebenenfalls anzupassen und zu korrigieren. Das mindert die Gefahr der Frustration bei zu hoch gesteckten Zielen. Durch die Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens steigt das Vertrauen in das eigene Können bezüglich der Zeitplanung und der Pünktlichkeit. Die Fähigkeit zum genauen und zeitnahen Arbeiten wird dadurch trainiert. Für die Kinder entsteht dadurch die Möglichkeit, in ihrer Schulzeit einiges zu lernen, womit wir Erwachsenen noch kämpfen. Zum Beispiel wird das Fertigen und Abarbeiten von To-Do-Listen und das Einhalten von Deadlines durch das Arbeiten an Assignments, durch die zu fertigenden Diagramme und die Wochen- und Monatspensa trainiert. Die Kinder lernen so das sorgfältige Planen ihrer Arbeitsschritte und Effizienz. Durch die Fähigkeit einer effizienten Planung und durch das freie Einteilen ihrer Zeit und durch die Möglichkeit, Pausen zu machen, wenn ihnen danach ist, erschaffen sie eine gesunde Work-Life-Balance, die heutzutage wichtiger denn je erscheint. Mit dem Dalton-Plan werden deine Kinder so nicht nur zu Zeitmanagerinnen und Zeitmanagern, sondern er hilft ihnen auch, auf ihre psychische Gesundheit zu achten. Klingt doch gut, oder nicht?